So, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wunderschönen YouTube-Kanal Gaming World 2323 mit mir, Dominik. Einen wunderschönen guten Tag. So, ihr seht schon, der Countdown beginnt. Wir werden nämlich heute auf die Nintendo Direct. Einige haben mich über Instagram, Discord angeschrieben, ey, machst du gar nicht hier Nintendo Direct? Ähm, ja, und das werde ich heute nachholen. Deswegen nach dem Intro geht es los. So, ich hoffe mal, es wird heute zu keinen großen Komplikationen kommen. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Ihr wisst ja, der Rechner, der ist ja sowieso in der Beziehung. Kleines bisschen angetriggert. Genau. Instant kann man, oder kann ich jetzt sagen, ich habe auch nur durch ja, X und Instagram, TikTok und whatever, auch YouTube, wurde ich ein bisschen gespoilert. Ja, weiß aber jetzt nicht, was drankommen wird. Vielleicht irgendwas wieder zu Splatoon, weil irgendwie kommt das gefühlt immer in jeder Nintendo Direct einmal vor. Gerade auch am Anfang irgendwie. Das ist so dieser Einstieg für die. Ja, ich gehe eigentlich mit keinen großen Erwartungen irgendwie ran. Was ich nur sagen kann, es soll eine sehr gute Nintendo Direct sein. Insofern lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht hat auch der ein oder andere die auch schon gesehen. Ihr wisst ja, ich mache mir auch immer Stichpunkte. Könnten wir auch heute machen wieder. Und ja, ihr könnt ja auch gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, was ihr toll fandet oder was euch nicht so gut oder was ihr nicht so gut fandet an der Nintendo Direct. Ich suche jetzt gerade nach einem Stift. Ja, ich merke, es geht so gerade. Also gerne auch da in die Kommentare nochmal reinschreiben, was ihr gut fand. Ja, ich werde auch wieder bewerten. Also ihr wisst ja, ne, Bewertung kommt immer nach dem Schluss. Aber bis jetzt kann man doch eigentlich sagen, dass die gesamte Nintendo Direct, die wir jetzt hatten oder die ich jetzt immer vorgestellt habe hier auf diesem YouTube-Kanal, doch eigentlich relativ ziemlich gut ausgefallen sind, außer gerade jetzt mal im Corona-Jahr. Aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. In 5 Sekunden geht es los. Sogar ein bisschen eher schon erzählt als der Countdown und deswegen Peggy 18. let's go. Ich hab's gesagt. Ja, also bis jetzt noch nicht so ganz meine Richtung, die ich gern haben möchte. Aber naja, schauen wir mal. Stimmt, also ein weiterer DLC oder irgendwas in der Richtung, ja. Wäre jetzt sowieso nicht so der große Splatoon-Spieler, eigentlich gar nicht. Insofern kann ich es sagen, okay. Ja.
Erweiterungspass, okay. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。Das ist auch schon bitter. それではヘッドラインをご覧ください。Naja. Ich glaube, bei Super Smash Bros. Ultimate, bei den Charakteren war es auch so 25 Euro je. Okay, Donkey Kong? Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Mario Switch. vs. Donkey Kong? With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. Das hört sich doch eigentlich schon mal ziemlich vielversprechend an. Contraptions and other challenges await. Hui. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't. Hier muss ich kurz mal reingrätschen, weil ich gerade die Stimme von Mario höre. Ich finde es so traurig, dass die Person, die jetzt oder früher Marios Stimme gegeben hat, einfach nicht mehr im Team ist. Und ich würde nur kurz mal mein Statement einfach dazu abbringen, auch wenn ich jetzt die Person jetzt nicht so persönlich jetzt kenne, aber von den Spielen her war es doch eigentlich für meine Kindheit, ne, die ich damit verbracht habe, also auch wieder ein bisschen sentimental persönlich, finde ich es doch ein bisschen schade, was jetzt so ein bisschen abgezogen wird von Seiten Nintendos, so das ist so ein bisschen da mein Statement, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er mit langjährigen Freunden umgeht, ne? Aber auch, wie gesagt, auch Geschäftspartnern mäßig, aber ich finde es von meiner Seite aus nur echt traurig, was da abgezogen wird von Seiten Nintendos und ja, finde es auch traurig, weil mit Marios Stimme oder generell die Person, die halt die Stimme halt auch gegeben hat, ne, komme jetzt nicht auf den Namen. Es ist schon echt traurig, ne, was da abgezogen wird. Haben einige auch Videos dazu gemacht, von den YouTubern her, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, ich finde es halt nur tragisch und traurig, weil damit eigentlich auch so ein Stück Kindheit von vielen, darunter auch meine Kindheit, wieder so ein bisschen abgeschlossen wird, ne? Wieder eingestellt wird, was ich sehr traurig finde. Ist, man kann auch sagen, es ist jetzt auch so der Zahn der Zeit, ne? Es bleibt nie irgendwas stehen, es ist immer wieder in Entwicklung, aber nichtsdestotrotz, gerade so mit den langjährigen Beziehungen sollte man doch ein bisschen besser umgehen. Und ja, das ist so meine Meinung, dass ich es ein bisschen bedauere, dass jetzt Mario jetzt eine neue Stimme hat. Oder besser gesagt, die Synchronstimme sich ändert, ne? Aber naja, was will man groß auch dazu sagen oder machen, ne? Aber nur halt dieser Werdegang, wie es jetzt auch dazu gekommen ist und was auch hinter den Kulissen so abgeht, ist halt so ein bisschen schon das Traurige. So, weiter geht's im Text. Quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't Aber it? es war nochmal wichtig, euch das auch nochmal zu sagen, damit einige das vielleicht auch nochmal verstehen und auch nochmal sich in das Thema auch belesen, weil ich finde, es ist schon ein bisschen wichtig. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip. Oha, das ist geil. Das
das sieht geil aus. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Ja, presentation. gut, ja. Also das war doch schon mal was Gutes, Save ne? the prince and the world. Kommt mir auch irgendwie so bekannt vor. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash Also through auch wieder so breathtaking Jump and environments Run. in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that Ach ja, expand nicht his wundern, arsenal. dass ich hier auf meinen Equip zweiten amulets Monitor to da further schaue. boost your abilities, among other Das ist perks. für mich ein bisschen besser. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal Aber so to vom navigate this Gameplay harsh her world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get sieht ready es to doch save gut the aus. prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Okay. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus Ja modes, gut, kann man auch or wieder machen, jam ne? together in local or online play. Stellt mir solche Spiele vor, die ruhiger laufen, gut für den PC. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach Ach komm, hör or auf. an art museum, Hör in auf. search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya: Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Ja, kann man machen. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario RPG is back with Okay. updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, Hat you can aber now auch wieder damage was, find all ich. enemies at once. Also es ist jetzt nicht so, dass es Every jetzt langweilig successful aussieht, action ne? command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy.
set off for adventure with Mario and friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch Ja, November 17th. sieht jetzt gar nicht so schlecht Pre-orders aus. are available now on Nintendo eShop. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. Das war mir jetzt zu viel Leistung auf der Beleuchtung. No matter how hard I Das ist try, dann schlimm, weil I can't dann remember siehst du Dad's wieder face. nichts. Das blendet dich dann zu sehr. Kriegt man gleich Kopfschmerzen bei so viel Licht. Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original Aber es hat game, auch is irgendwas also wieder, das included. Spiel. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します、発売まで Ja, もうしば schauen ら wir くお mal, 待ちください。 was heute noch kommt. 続いてはこちらをご覧ください。 Okay, Prinzessin Peach. Pilzkönigreich. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Ah, okay. This perfect Das ist auch mal performance was has anderes, become ne? a terrible tragedy. Ich hätte es geil gefunden, wenn jetzt Mario der Gefangene wäre und Prinzessin Peach muss Mario retten. Das würde ich richtig fühlen. Das wäre so richtig geil. The ribbon alone won't always cut it though. So let's do this. Ja, das hat was. Das gefällt mir. Das hat so einen gewissen Charme wieder. Oh, wenn Bowser das sehen würde, wie Prinzessin Whoa, Peach wieder Peach aussieht. transformed into Swordfighter Oh, Peach. da gehen bei Bowser wieder die Hochzeitsglocken los. Fantastic show-stopping Geil. abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Aber sieht echt gut Peach aus. save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Das hat was. Das merkst du Become schon wieder. Detective Peach, investigate clues and track down who done Boah, it. Bowser, ey, der dreht durch schon. Geil. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissiere Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Das ist echt Many other gut. transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach, Showtime. Makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Das hört sich doch ziemlich gut an. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。
映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Weitere Schlagzeilen, okay. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to wäre ich ganz achieve schon their wieder goals. schläfrig hier. How the story unfolds is in your hands. Nee, aber bis jetzt ist doch das Fazit für diese Nintendo Direct doch eigentlich ziemlich gut. Also bis jetzt habe ich noch keinen Müll gesehen. Ich würde mir wünschen, dass aber auch mal ein bisschen Müll jetzt käme. Weil dann denke ich, oder dann sage ich so, dann ist es keine Nintendo Direct, wenn kein Müll kommt. Ne? Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. Lara The Croft. first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, Oh, die and Stelle war swan das dive war through perilous richtig schwierig. quests spanning different countries and mythologies. Along the Für die Leute, die es nicht wissen, Lara Croft gab es auch für die PSP. Also es wurde für einige rausgebracht, aber hauptsächlich, ich habe es zum ersten Mal über PSP gespielt. Und die Stelle gerade mit dem Dino, das war einer mit der anstrengendsten und angenehmsten Bosse zugleich. Wie meine ich das? Ganz einfach. Er war schon nervig auf eine gewisse Art und Weise, war aber auch wieder gleichzeitig so cool, weil es wieder ein Dino war, ne? Also, das erinnert mich jetzt so gerade wieder so an diese schöne PSP-Zeit, ne? Oh, ich glaube, ich habe da sogar für das Spiel habe ich nur 3 Euro im GameStop bezahlt. Also, das waren noch so diese goldenen Zeiten. Ich glaube, wenn du jetzt noch so in den Großstädten noch so gehst und da vielleicht noch irgendwie mal irgendwann PSP-Spieler hast, die schmeißen sie dir wirklich manchmal für 50 Cent und da kannst du dann mit 10 Euro wirklich mal mit einer ganzen Packung an Spielen rauskommen. Und das ist echt schon geil. Aber wie gesagt, Lara Croft habe ich das erste Mal, Tomb Raider habe ich das erste Mal über PSP gespielt und es war echt eine geile Erfahrung. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world. Und die Wüste, das war auch so. Mysteries lost to the ravages of time. Das war auch so. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Tomb Raider hatte. Nintendo eShop shortly after this presentation. This detective's got a second bolt Oh, of Detektiv brilliance. Pikachu. Every great detective starts their day early. Die Stimme einfach hört sich so an wie so ein richtiger Rauchdetektiv, der richtig stark Raucher ist. Ey, Wahnsinn. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash Ich muss mir Rocks mal den with Film dazu Darmanitan. mal anschauen. Den habe ich gestern auf Amazon Prime gesehen. Den muss ich mir heute mal unbedingt anschauen.
Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Das soll angeblich ziemlich gut sein, aber ich weiß es nicht. Ja. Kann ich mir noch keine Meinung Detective Pikachu bilden, ja. returns. Launches on Nintendo Switch Aber wär geil. October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Was haben wir sonst noch? This game's a real toot. Jetzt kommt der Müll. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time. Jetzt ist es eine Nintendo best you Direct. can. How you play that horn is up to you. Jetzt ist es wirklich ein Nintendo Direct. Also das ist ja jetzt wirklich. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. Ernsthaft? The controls are pretty unique. And Oh Leute, hört auf, das tut weh. Das tut so jetzt schon weh, ey, wirklich. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Hört auf, bitte. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch Nein. shortly after this Nie presentation. im Leben. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this Okay. online battle royale brawler. Battle Crash, okay. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last Ja, team es standing. scheint doch angenehm zu sein, das hier, aber ich glaube, die haben das extra so jetzt gewählt, dass erstmal Schmutz kam und dann das hier, damit das besser aussieht. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, Das sieht geil aus. Das erinnert mich an The Witcher. Das gefällt mir. And live to see another day. Und an Diablo. Up to 4 players online can jointly command a troop and Bisschen vom journey Kampfstil ein together bisschen across anders, this aber vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic Contra. Blast through explosive stages with a devastating Also wir sind arsenal jetzt schon of bei weapons to crush the Red 13 Falcon Spielen. forces. das ist gut. Spring Na gut, into die müssen action auch with das, easy pick-up and play controls Wintergeschäft, and a ne? variety of difficulty options. müssen sie This ankurbeln. reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting Okay, his path. das ist jetzt wieder. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware. Ja, gut, wer es present the mag. rebirth of tactical fantasy RPGs.
Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Ja. Luigi's Mission, ja. Oh, jetzt erinnert mich an den zweiten Teil, ey. Das war so geil. Luigi's Mansion 2 HD. Ja, auch nur der zweite, ja. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Das war so ein Time for some mansion richtig mayhem. geil, wo ich das gespielt habe. So richtig geiles Spiel, ey, wirklich. No Und die ganze spooky adventure is Weihnachtszeit, ey, complete gespielt. without this Wahnsinn. vacuum-like device, the Poltergust. Der Schreck weg, Use ja. it to light Das war up so dark geil. areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb. Then vacuum Ja, them so up. gut. Das ist so geil, ey, wirklich. You can even grab multiple ghosts at once. Wer sich auch noch dran erinnern kann, es gab ja früher auch die Werbung dazu, wie der Geist In einfach this so game, you'll in der find Dusche ist ghosts und haunting, sich a wäscht. former Das war plant irgendwie das research beste lab, Gefühl. a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in Das ice and ist das snow, Schwierigste and even hier. more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD oh, ja. creeps onto Nintendo Switch next summer. Sommer, okay. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。Okay, was kommt jetzt? Wehe, das ist jetzt wieder sowas mit Pappe oder irgendwas. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任 Okay. 天堂ミュージアムはその Ist 名 jetzt の通 kein り、 Spiel, aber ich tue es 今 jetzt までに発 trotzdem. 売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、 Das hört もう sich しば geil らく an. お待ちください。 Da würde ich gerne mal hin. アミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しまし Oh, た。 Amiibo? そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで Bis jetzt habe ich nur ein Amiibo in meinem 1月 Leben. 19日に発売します。 Ah, ich würde mir gerne nochmal in Zelda 新たな Amiibo アミー holen. ボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。 Mhm. これによって Sag ich スマ doch, ブ es ラ ist スペシャル immer の wieder 全 was ファイタ dabei. ーがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。Wieder so ein Rennspiel, aber das sagt mir irgendwie gar nichts. Also, F-Zero game. sagen tut's schon was, weil es jetzt zur Zeit gespielt wurde, aber F-Zero 99. F-Zero Race 99, on okay. classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost.
You can also collect Also wie in Mario super Kart stars so in which der appear when Richtung. machines collide to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Skyway, ey, geil. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Oh, da ist der ja nur noch bunt, da kommst du ja gar nicht mehr zurecht. Das ist 99 geil. players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-099 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Okay. Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. Aber macht jetzt schon mal 18 Spiele. 18 Spiele, das ist schon echt gut. Journey across the land to gather materials and craft items and meals. Aber mich würde es jetzt nicht ansprechen. As you Ne? continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Ja. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across Oh, ich dachte, jetzt kommt the frozen irgendwas mit wilds of Dinos the oder so. Freljord. Dinosaurier. Climb and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun. Das stimmt. Endlich da! Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of micro Also games Wario that'll ist get ein your guter body Chef. moving. Daumen dafür hoch, wenn es euch ein bisschen schon mal In each gefällt. microgame, Liken, you get into a kommentieren und natürlich specific pose abonnieren, ganz called wichtig. a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The micro games will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. So ein Scheiß, egal. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch Geil. November 3rd. Pre-orders are Hat available wieder now was, ne? on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a Ja, forest guardian. ist jetzt eigentlich jetzt auch nichts Schlimmes, aber würde mich schon wieder nie ansprechen. Also On their spricht mich zum journey, Beispiel jetzt they'll gar meet nicht a an. variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. Oh, das As Hauptquartier allies ist join gut. you, additional Das facilities ist will wirklich become sehr gut. available. Ne? You'll be able to tend crops, open shops, and more.
Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Mein Platz geht langsam alle. Perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new Also ich merke, Nintendo macht doch ganz schön los. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC Ja, gut, spricht mich even if jetzt you auch nicht haven't an. played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Also 25 müssen wir noch voll machen. Aber Nintendo ist gut in Form, also das ist bis jetzt eine sehr gute Nintendo Direct. Das gefällt mir. Ich freue mich dann, wenn wir dann nächstes Jahr soweit sind. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive Und genau. October 5th. Und die dann ja, live übertragen können. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Ja, kann man machen, oder? Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is Mario Kart, racing in. genau. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Oh ja, Booster die ist so Course Pass schön. DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. Yeah. And from Mario Kart Tour, Pauline. Ja, das hört sich doch gut an. Wave 6 of the Mario Kart 8 Oh, Deluxe jetzt habe ich wieder so richtig schön Mario Kart Wii-Vibes, aber auch wieder im Hinterköpfchen das Stream-Projekt oder das Let's Play-Projekt. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Ah gut, die Goodies braucht man nie so haben. Something new is among us. Okay. Ja, kann man machen.
Aber das sieht schon mal gut aus. Mhm. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。Also nochmal eine kleine Zusammenfassung.「これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。Letzte Ankündigung, 26. Das weiß ich zum Beispiel. Keine große Überraschung mehr. Tja. Einige werden sich jetzt umgucken, ne? Aber echt gut gemacht, das sehe ich schon wieder, ne? Ja, doch, das sieht echt gut aus. Ne? Ja, moin. Bowser und Peach, das kriegst du nicht mehr. Das kriegt man nicht mehr hin. Das Verhältnis irgendwie zu brechen. Paper Mario. Okay. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、Sieht aber echt gut aus ま mit だ der プレイしてい Grafik. ない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Ja. Ich finde, das war eine sehr gute Nintendo Direct, also sehr schön. Beautiful, wonderful. War gut. So. Fangen wir mal an. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Also das Weihnachtsgeschäft wird doch gut funktionieren. Auch für nächstes Jahr hat man wieder schön vorgebaut. Gefällt mir.
mit etwa 26 Titeln oder Spielen, ne, war es doch eigentlich, finde ich, eine gute Bereicherung gewesen, eine sehr gut strukturierte Nintendo Direct, wenig Müll, ne? Was mich am meisten gefreut hat, war zum Thema Amiibo zum Beispiel, Mario Kart, Mario vs. Donkey Kong, generell der Super Mario RPG, ne? Das war so richtig geil. Dann auch, dass Peach auch mal oder in der Richtung auch ein Spiel kriegt. Das hat mich auch sehr gefreut. Ihr könnt auch noch mal hier Aufruf noch mal in die Kommentare reinschreiben, wie habt ihr die Nintendo Direct gefeiert? Habt ihr sie überhaupt gefeiert? Wenn nicht, dann wieso? Also gerne auch mal hier in die Kommentare euer Feedback. Ja, ich bin eigentlich positiv überrascht. Ja, war ziemlich gut. Gut, die andere hat mich ein bisschen mehr vom Hocker gehauen. Ich glaube, ja, war schon klar, dass Nintendo hier nochmal richtig schön sich Mühe gibt, nochmal Gas gibt. Aber finde ich, so ist es eine gute Direct gewesen. Ich gebe der 9 von 10. Das ist eigentlich legitim. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist die beste, aber es ist doch eine sehr gute. Alles gute Spiele, die mich auch anspricht, ne? Oder die mich ansprechen, besser gesagt. Und ja, kann eigentlich und will auch nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, gerne in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Also es hat echt Spaß gemacht, war echt gut strukturiert. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Video oder Live-Übertragung, je nachdem, wo wir uns als erstes sehen. Natürlich auch liken, kommentieren und abonnieren. Ihr wisst ja das ganze Prozedere. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sage bis dahin. Ciao, ciao, euer Dominik.